Jo, liebe Friends, was crackt? Hier ist wieder Laura von Vasta Custom und ich zeige euch heute, wie man Vergilbung aus Air Force Sohlen jetzt in diesem Falle herausballert. Es ist Sommer, Leute, und dementsprechend heißt es mal wieder Sommer, Sonne, gelbe Air Force Sohlen. Wer kennt es nicht? Ja, Sonne ist draußen, ne? Da hat man richtig Bock, seine Air Force anzuziehen oder seine Air Force zu verkaufen. Egal. Und dann holt man die aus dem Schrank raus und dann sind sie gelb und denkt sich, oh, okay. Grund, also man munkelt. Manche Leute sagen Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, zu viel Dunkelheit. Egal. Auf jeden Fall Kunststoff vergilbt, dementsprechend Sohlen vergilben. Und ich zeige euch heute, wie ihr das wieder rückgängig machen könnt und das relativ easy. Und hier sind auch schon die Materialien, die wir heute brauchen. 12%iges Wasserstoffperoxid. Ich zum Beispiel habe mir damals einen Liter für 3,50 € angeschafft. Aber da natürlich nicht jeder einen Liter zu Hause braucht, kann man sich das auch mit Haarfarbepackung anschaffen. Für Blondinen, da ist meistens das Wasserstoffperoxid in einer einzelnen Flaschen mit drin. Zusätzlich brauchen wir einen Pinsel und Frischhaltefolie, damit das Zeugs nicht, wenn es auf dem Schuh drauf ist, in der Sonne austrocknet. Eine Schere und im Schnitt habe ich gesehen, dass ich keine Handschuhe empfohlen habe. Benutzt Handschuhe, benutzt Schutzbrillen. Wenn ihr das Zeug in die Augen bekommt oder auf die Hände oder allgemein auf die Haut, dann ist das nicht witzig. Und eine Gerätschaft, wie zum Beispiel eine Dose, wo wir den Schuh raufstellen können, während wir die Frischhaltefolie rauflegen wollen. Außerdem brauchen wir entweder die Sonne oder eine Pflanzenwachslampe. Mehr dazu später. Wenn wir nun ready sind, geben wir das Wasserstoffperoxid erstmal auf eine Seite und streichen es ebenmäßig über die Sohle rüber. Mit der Betonung auf ebenmäßig. Denn wenn ihr den Schuh zu übersättigt mit dem Zeugs und ihn dann dreht und wendet, dann kann es sein, dass das Zeugs euch aufs Leder läuft oder runtertropft. Im schlimmsten Fall auf eure Haut. Wollen wir ja nicht. Also schön ebenmäßig verteilen, nicht zu viel auftragen, weniger ist am Anfang immer mehr. Und so arbeiten wir uns also nun von Sektion zu Sektion. Falls ihr genauso ein Vollidiot sein solltet wie ich, keine Handschuhe tragt, keine Schutzbrillen, dann würde ich euch nur empfehlen, mit dem Pinsel langsam zu arbeiten. Falls ihr nämlich ein richtiger Raser seid, wie im Straßenverkehr, könnte es sein, dass ihr dafür bestraft werdet. Und in dem Falle vom Pinsel. Denn eine Sohle hat meistens ganz viele verschiedene Texturen, wie zum Beispiel Rillen. Und dann flickt der Pinsel ab und zu mal ein bisschen Wasserstoffperoxid hoch. Und das könnte in eure Augen gelangen. Also liebe Leute, immer schön langsam und vorsichtig den Pinsel von Stelle zu Stelle bewegen. Ich bin kein Chemiker und ich war auch immer schlecht in Chemie. Aber eins kann ich sagen, wenn man das Zeugs auf die Haut oder an die Augen bekommt, ist es nicht gerade schön. Also, das ist kein Wettrennen, langsam, vorsichtig und alles wird hoffentlich gut. Habt ihr es nun geschafft, das ganze Zeug problemlos aufzutragen, reißt ihr euch ein Stück Plastikfolie ab oder schneidet es ab, wie ich in dem Fall, und legt es über den Schuh rüber. Jetzt drücken wir das einmal gut an und da es draußen auch mal gut windig sein kann, empfehle ich euch auch noch ein zweites Stück Plastikfolie zu benutzen, damit das untere Stück nicht abkommt draußen. Okay, versteht man, oder? Und nun legen wir den Schuh in ein Stückchen Sonne. Und damit alle Seiten was von der Sonne abbekommen, habe ich den Schuh an einen Stein rangelehnt. Kann ich nur empfehlen. Es ist übrigens wichtig, dass ihr mindestens alle 15 bis 20 Minuten nach dem Schuh draußen schaut. Und wenn es sogar über 25 Grad warm draußen sein sollte, dann schaut sogar alle 10 Minuten nach dem Schuh. Denn wenn ihr nicht darauf achtet, dann macht das Wasserstoffperoxid kombiniert mit der Hitze, was es will auf eurem Schuh. Und das ist in den meisten Fällen nicht gut. Und wenn es draußen regnet,
richtig melancholisch. Ich benutze in der Regel eigentlich immer eine Pflanzenwachstumslampe. Ich habe eine 50 Watt Lampe und die ballert eigentlich auch alles ganz gut raus. Ich habe damals mit einer 18 Watt Lampe angefangen für günstig und die hat ein paar Tage gebraucht. Generell braucht man mehrere Sessions mit der Pflanzenwachstumslampe, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil nicht jeden Tag die Sonne scheint. Ich habe mir dann einfach eine Aufbewahrungsbox genommen, die mit Alufolie ausgelegt, sodass das ganze Licht überall an den Schuh ran reflektiert wird und ja, das funktioniert eigentlich echt super. Man braucht teilweise aber halt mehrere Sessions, dementsprechend 1-2 Stunden drin lassen, rausholen, abwaschen, trocknen lassen und wieder rein. Denn nach einer Sonnensession oder Pflanzenwachstumslampen-Session bekommt man die Vergilbung nicht direkt raus, sondern man muss mehrere Durchgänge machen und dann kann man meistens erst das optimale Ergebnis erzielen. Mit der Sonne kann man die Vergilbung zwar schneller entfernen, weil die Sonnenstrahlen wirklich viel intensiver sind als so eine Lampe, aber es ist auch wirklich viel gefährlicher, weil man den Schuh auch mal vergessen könnte. Ja, und dann bleibt meistens nicht so viel von der Sohle übrig. Auch andere Sohlen vergilben, zum Beispiel die von Air Max. Da könnt ihr aber auch zum Beispiel beim Air Max die Plastikteile, die ich hier zeige, entgilben. Ganz wichtig ist, die Mittelsohle ist bemalt bei Air Max 90s. Diese könnt ihr nicht entgilben. Die Laufsohle hingegen und den ganz kleinen unteren Rand könnt ihr entgilben. Auch Jordan-Sohlen könnt ihr entgilben. Aber bei Jordan-Sohlen, vor allem bei den Icy-Sohlen, da dauert es auf jeden Fall etwas länger. Das kann teilweise Wochen dauern, da diese Sohle durchsichtig ist. Und da sieht man die Vergilbung viel mehr als bei farbigen Kunststoffsohlen. Und auch Adidas Superstar-Sohlen kann man von Vergilbung befreien. Aber zurück zu unseren Air Force. Die holen wir aus der Sonne und spülen die erstmal gründlich ab mit Seife und einer Bürste im Waschbecken oder wo auch immer ihr möchtet. Ich hatte sie jetzt insgesamt 2 Stunden draußen und habe immer alle 15 Minuten danach geguckt. Nichts ist passiert, es war auch nicht sonderlich warm und das Ergebnis seht ihr hier. Nach dieser 2-Stunden-Session kann man auf jeden Fall schon mal einen deutlichen Unterschied erkennen. Sind die Sohlen wieder schneeweiß? Nein, noch nicht. Es war nur eine 2-Stunden-Session, aber dafür ist das Ergebnis schon mal ganz gut. Man befindet sich auf dem richtigen Weg und je öfter man Sessions macht, desto besser wird das Ergebnis am Ende. Und es kommt auch darauf an, wie lange die Vergilbung schon im Schuh drin ist. Wenn die Schuhe schon seit 3 Jahren vergilbt sind, dann werdet ihr auch länger in der Sonne oder mit der Lampe brauchen, die Vergilbung rauszuholen, weil die schon so lange im Kunststoff und richtig tief drin sitzt. Aber wenn der Schuh erst seit ein paar Wochen mit der Vergilbung angefangen hat oder seit ein paar Monaten, dann werdet ihr auf jeden Fall die Vergilbung schneller los und werdet auch schneller bessere Ergebnisse erzielen können. Den Schuh, den ich jetzt hier habe, den habe ich schon seit Monaten hier rumstehen mit Vergilbung, auch schon mit Vergilbung gekauft. Aber ich habe auch schon ältere Schuhe von Vergilbung befreit und die sehen schneeweiß aus. Zum Beispiel ein Nike Air Force, den ich hier mal zeigen kann, eine Mid-Version. Und der ist von 2014 und da habe ich die Vergilbung innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Sessions unter der Lampe rausbekommen und bisher ist sie auch noch nicht wieder aufgetreten und ich glaube, ich habe die vor 2 Wochen oder so entgilbt, also alles easy. Ich hoffe, ich konnte euch heute mit diesem Video weiterhelfen und ihr habt etwas gelernt fürs Leben. Fantastisch. Auf jeden Fall, falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren da lassen oder mir eine Nachricht bei Instagram schreiben. Da heiße ich Rosta Kostim. Meinen Namen findet ihr in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Antenne. Ciao.